Das ist die Geschichte einer Großmutter auf der Suche nach einer Enkelin. Die Großmutter ist die Enduro-Legende Yamaha XT500, Baujahr 1980. Erstmalig 1976 in Marrakesch präsentiert, um dann 79 und 80 die Rallye Paris-Dakar zu gewinnen. Als Enkelin stellt sich die Fantic Caballero 500 Super Legenda vor. Baujahr 2020 und mit keinerlei ernstzunehmenden Siegen in der Tasche. Mit 42 Jahren hat die XT ein Alter, in dem man sich dringend um die Verwaltung des Erbes kümmern sollte. Was gibt es zu erben? Und lohnt es, Ansprüche geltend zu machen? Oder bleibt nur eine Kiste voll nostalgischem Schrott? Ein Motorrad, welches eine neue Fahrzeuggattung begründete, das Motorradfahren auf den Kern reduzierte, Abenteuer, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit seinem Fahrer lieferte. Doch auch hier nagt der Zahn der Zeit und gewissen technischen Neuerungen kann oder möchte sich der Motorradfahrer des aktuellen Jahrzehnts auch gar nicht verschließen. Elektrische Anlasser, Einspritzung, Scheibenbremsen, 12 Volt Elektrik und ein einstellbares Fahrwerk sind als Fortschritt zu bezeichnen. Der ursprüngliche Geist der XT muss also erhalten, aber in einem neuen Gewand präsentiert werden. Anfangs war für die Enkelin ein Umbau angedacht. Aus der Caballero Rallye sollte eine ausgereiftere Enduro werden. Und wer könnte dafür besser Pate stehen als eben die Mutter aller Enduros? Felgen und Dekor wurden entsprechend angepasst, Unnützes eingespart und schwere durch leichte Teile ersetzt. Ansonsten stand die neu getaufte Super Legenda schon gut in der Tradition der XT. Einzylinder, 450 Kubikzentimeter, geländetauglich, leicht. Auf einer ersten Bewährungsfahrt durch die Alpen konnte sich die neu gefundene Enkelin nun beweisen. Südtirol, Stilfser Joch, Livigno. Zugegeben, die hohen Alpenpässe sind nicht wirklich die Heimat für schwache Einzylinder. Was Großmutter und Enkelin an Motorleistung fehlt, machen beide Fahrzeuge aber durch ihre Handlichkeit wett. Nicht wenige der hier häufig vorzufindenden Großreise-Enduros konnten trotz Sauerstoffmangels auf mehr als 2000 Höhenmetern überholt werden. Die beiden Neuverwandten ließen sich dank ihrer Gewichtsklasse spielerisch durch jede Kehre wedeln. Die Überzeugung vom entstandenen Projekt und das Vertrauen in die Motorräder wuchs, Fahrer und Maschine harmonierten. Das Reisen fühlte sich so an, wie es mit dem Motorrad sein sollte, leicht. Die finale Bewährungsprobe sollte nun dort stattfinden, wo alles vor 47 Jahren begann, in der marokkanischen Wüste. Moin, wir hatten jetzt eine ganz piekfeine Nacht auf der Fähre, also die Fähre nach Marokko hin und ja, hier haben wir geschlafen. Auf so einer wunderschönen Bank und auf dem Boden. Ja, war eigentlich von Außentemperaturen echt super warm, aber sehr windig. Deswegen mussten wir uns hier so eine Nische suchen. Ja, ist aber trocken geblieben und ja, mit der Morgendämmerung rollen wir jetzt hier auf dem afrikanischen Kontinent ein. Das ist jetzt Melil, heißt das, ist so eine spanische Enklave, also gehört wohl noch zu spanischem Territorium. Ja, hier werden wir dann von Bord gehen und dann hoffentlich zeitnah den Grenzübertritt da nach Marokko bewältigen und dann geht's los. Ja, wenn ich mir so die Geografie anguckt, das ist ja schon mal vielversprechend. Viel Sandstein, viel trockener Grund, ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall richtig drauf, dass es losgeht.
Nach einer Nachtfahrt spuckt uns die Fähre auf dem afrikanischen Kontinent aus. Schnellstmöglich suchen wir die nächste Schotterpiste, auf der wir uns ca. 3 Kilometer lang an dem Gefühl erfreuen, Abenteuer unter den Rädern zu haben. Zum Abenteuer gesellt sich ein recht großes Drahtstück, welches das Hinterrad der Caballero punktiert. Hier hilft auch nicht das vielbewährte Pannenspray. Unser Abenteuer findet ein jähes Ende oder beginnt gerade erst richtig. Wir treten den Rückzug an. Gewicht auf den Lenker, maximal 50 Kilometer pro Stunde und dank der sehr steifen Mitas E09 Gummis schaffen wir es zurück in die Stadt. Dort machen wir Bekanntschaft mit der marokkanischen Hilfsbereitschaft. Sofort ist ein williger Helfer gefunden, der uns eine kleine Werkstatt mit ölverschmierten Gesichtern und Sicherheitszehentretern organisiert. So, jetzt haben wir schon die ersten 3 Kilometer Offroad in Marokko hinter uns und den ersten Platten. Haben uns da so ein fettes Drahtstück an der Super Legenda hinten reingefahren und ja, jetzt sind wir zurückgekrochen in den letzten Ort und haben gerade mal diese lokale Werkstatt, denke ich, aufgesucht und schauen mal, schnell die Marokkaner das wieder richtig gestellt bekommen. Das geht ja tatsächlich meistens in solchen Ländern schneller als in Deutschland. Super Legenda sieht gerade so aus, behelfsmäßig auf 2 Cola-Kisten aufgebockt. Ja, jetzt könnte man sagen, das wirft uns etwas auf den Zeitplan, aber wir haben ja gar keinen. Also das gehört ja zum Reisen mit dazu. Und jetzt sitze ich hier und warte, kann gerade nichts tun, außer darüber schielen und hoffen, dass mein Kollege bald wiederkommt. Ja, und ansonsten beobachte ich hier Land und Leute, was hier so alles vorbeizieht und mache mir so meine Gedanken. Schön. Nach circa einer Stunde sind wir wieder fahrbereit und mit mulmigem Gefühl zurück auf der Piste. Parallel zur algerischen Grenze fahren wir Richtung Süden und Sahara. Die Landschaft ist karg, die Mittagshitze drückend. Stein- und Felswüste verlangen hier den Maschinen schon einiges ab. Ja, wir sind jetzt in einer Stadt mit T, die ich nicht aussprechen kann, will nichts Falsches sagen. Wir haben gerade ganz vorzüglich hier eine Grillplatte gegessen mit Pute und ja, haben so den ersten Fahrtag hinter uns, hatten ja einen Platten, den haben wir geflickt bekommen und die Reifen haben jetzt auch soweit gehalten. Also wir hatten schon einiges an grobem Gelände auch, also die Motorräder haben sich sehr gut geschlagen, muss man sagen, aber so in der Hitze mit viel grobem Gestein ist halt schon auch echt anstrengend für Mann und Maschine. Ja, und die Motorräder sehen auch schon dementsprechend aus. So ein bisschen staubig sind sie geworden. Das war richtig gut. Jetzt haben wir ein bisschen Tourenplanung gemacht. Also wir werden wohl jetzt relativ schnell Richtung Süden fahren, dass wir mal in die Wüste kommen, dass wir uns jetzt am Anfang nicht so lange auf den Trails aufhalten. Wir werden vielleicht ein bisschen mehr Schnellstraße fahren oder halt asphaltierte Straßen zumindest. Und dann wollen wir da unten richtig in die Wüste, in die echte Sahara oder was auch immer da ist. Und dann geht es Richtung Marrakesch. Soweit mal der Stand. Aber ja, wir sind sehr zufrieden. Also mit dem Wetter hier, Leute sind auch echt sehr nett. Sind wir positiv überrascht. Motorräder laufen gut. Kann so weitergehen. Die Nacht verbringen wir auf der marokkanischen Hochebene, dem Rekam. Von Blöken einer Schafherde werden wir am nächsten Morgen geweckt.
Zum Schutz vor dem Wind haben wir uns hinter einer Hausruine verkrochen, wo wir nun von den Weidetieren freundlich begrüßt werden. Die Rekam-Hochebene, das ist so ein Plateau auf 1500 Meter Höhe etwa. Und da fahren wir jetzt schon richtig viele Kilometer drauf entlang. Hier ist niemand außer Esel und Ziegen, ein paar Nomaden vielleicht. Die Sonne brennt, es ist trotzdem irgendwie kühl. Und wir hoffen, dass uns der Sprit reicht bis zur nächsten Tankstelle. Es ist weites Land, Wüste. Gegen Mittag halten wir im Schatten eines Olivenbaumes Rast und lauschen der Natur, untermalt von einem leisen Zischen. Als wir schließlich wieder losfahren wollen, wird uns klar, was das Zischen war. Die entweichende Luft aus dem Hinterrad der Super Legenda. Die große Mittagshitze hat vermutlich den Flicken bezwungen. Also gleiches Spiel von vorn. Zurück in die letzte Stadt, Werkstatt suchen, Reifen flicken, Abendessen mit der Werkstattcrew. So, hier sehen wir das Kettenrad von der Super Legenda. Das ist gerade ausgebaut und wir haben festgestellt, dass wir hier eine Schraube verloren haben. Das erklärt auch, warum es so etwas geklackert hat. Aufgefallen ist uns das, weil die Super Legenda leider wieder einen Platten hat. Zweiter Tag, zweiter Platten und der wird jetzt gerade hier drüben fachmännisch runtergezogen und repariert. Ja, so viel zu den Reiseabenteuern. Spät am Nachmittag wollen wir uns bei einbrechender Dunkelheit in einem Dorf mit Vorräten eindecken. Wassermangel wird plötzlich zum kleineren Problem, denn der besagte Hinterreifen ist schon wieder platt. So langsam wird es seltsam. Vermutlich verhindert das Silikon aus dem Pannenspray eine ordentliche Verbindung zwischen Flicken und Schlauch. Mutmaßungen bringen uns hier aber nicht weiter, wir müssen wieder flicken. Mit Stirnlampe und unter Beobachtung des halben Dorfes wird am Straßenrand erneut das Hinterrad demontiert. Ob aus Mitleid oder reiner Hilfsbereitschaft bleibt ungewiss, aber wir bekommen noch Flickzeug geschenkt, was unser Bordwerkzeug deutlich aufrüstet. Und erneut treten wir eine der ungeliebten Nachtfahrten an, um uns auf Schlafplatzsuche zu begeben und endlich unser ersehntes Abendessen zu genießen. Die Anfahrt zum Col de Belkacem ist für uns die erste Strecke, die sich richtig nach Wüste anfühlt. Die wenigen Kilometer auf der Landkarte kommen uns wie unendliche Weite vor. Eine Wellblechpiste unter den Rädern durchs Nirgendwo, Staub im Gesicht und vom wolkenlosen Himmel brennt die Sonne senkrecht herab. Allein der Reiz des Abenteuers zieht uns in den Bann dieser sonst unwirtlichen Gegend. Dennoch erreichen wir unbeschadet den Pass, welcher weder mit unfassbaren Höhenmeter noch mit Steigung beeindruckt. Über wenige Kehren scharfen Gesteins windet sich der Weg auf die Passhöhe. Anders als am Stilfser Joch erwartet uns hier keine Würstchenbude. Trotzdem schön, zu unseren Füßen liegt nun
noch mehr Wüste. So, jetzt mal wieder eine Meldung aus dem nächsten Ort, den wir erreicht haben. Und zwar ist das Butnib. Butnib, glaube ich, heißt das, ja. Wir haben so unsere erste richtige Wüstenfahrt hinter uns, würde ich sagen. Also von der Straße her, das war dann erst so eine schöne Schotterpiste und dann wurde es auch ziemlich grob. Wir sind über den Col de Benassem, irgendwie sowas gefahren, also wo richtig scharfkantige und grobe Steine auch waren. Das wird dann schon etwas anspruchsvoller für Fahrer und Maschine, aber es war auch richtig gut. Also Maschinen haben auch da wieder gut mitgemacht, weil wir natürlich gemerkt haben, dass wir mit einer leichten Motorrädern unterwegs sind. Das war echt super hilfreich. Wir hatten auch so ein bisschen Sand, wo man dann so durchgeschwommen ist, aber das war alles echt super zu bewerkstelligen. Wetter ist auch noch angenehm, also die Sonne knallt zwar richtig, aber wir haben hier einen leichten oder einen guten Wind auch, also dass es echt super angenehm ist. Sind dann jetzt auch noch so durch Landschaften gekommen, die echt total ausgedörrt sind und zwischendrin immer wieder so Oasen, was ein richtig schöner Kontrast auch war. Also mit den Palmen, wie es da richtig so dann sprießt, wo man dann sieht, dass da irgendwo im Untergrund Wasser ist. Also das war landschaftlich echt super. Wie gesagt, auch durch so einen kleinen Pass durch, über so einen kleinen Pass drüber, diesen Col de irgendwas. Ja, also die Leute sind auch nach wie vor super freundlich hier. Wir haben unterwegs einen getroffen, der mit seinem Esel unterwegs war. Der hatte irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Stecken da transportiert und hat uns hier so eine Packung voll Datteln geschenkt und hat sich richtig gefreut, uns zu sehen. Hat auch gleich so hier den gemacht, also wollte gleich mal ausprobieren. Ist auch hier nicht anders als so, wie wir es von zu Hause kennen. Also super. Und genau, jetzt haben wir noch was zu essen bestellt. Warten mal auf dieses Tagine, denke ich. So eine Art Nationalgericht. Die sind jetzt so ein bisschen zur falschen Zeit unterwegs. Also haben jetzt 12:30 Uhr, aber irgendwie isst man hier nicht so Mittag. Aber der Mann kocht uns jetzt auf jeden Fall was und dann wollen wir weiter Richtung Sahara, also Richtung Süden. Müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten, vielleicht noch mit zusätzlichem Sprit versorgen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nachdem wir Butnib passiert haben, fahren wir nun teilweise blind dem GPS-Track oder wahllos irgendwelchen Fahrzeugspuren und der Himmelsrichtung hinterher. Tiefer und tiefer gelangen wir in die Steinwüste. Der Belag grob und stark zerfurcht, dazu wieder Wellblechpiste. Wir versuchen die optimale Geschwindigkeit zu finden, damit die Fahrzeuge nicht so hoher Belastung ausgesetzt sind. Spaß macht das nicht. Soweit das Auge reicht, nur eine in der Mittagshitze flimmernde Gerölllandschaft und weit entfernt am Horizont Berge. Kein Baum, kein Strauch, unter dem man Schutz suchen könnte, wie auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller. Uns wird klar, eine Panne würde hier ernste Probleme bereiten. Zunächst einmal bestaunen wir aber eine freilebende Kamelfamilie. Tiere, die wie kein anderes Lebewesen die Wüste repräsentieren. Friedlich kauern sie auf dem Steinboden, ohne Schatten, kein Gras, kein Wasser. Ein magischer Moment. Doch leider ist auch dieser nur von kurzer Dauer. Während ich die Kamele betrachte, wirft mein Kollege einen sorgenvollen Blick auf das Hinterrad der Super Legenda. Der Reifen ist mal wieder platt. Das ist mehr als ungeschickt. Eine Werkstatt, geschweige denn eine menschliche Ansammlung, ist nicht in Sicht. Abschleppdienst oder Montageeisen. Fehlanzeige. Also müssen wir wieder hoffen und bangen, dass der Reifen nicht in die Knie geht und seine Steifigkeit uns zum Vorteil wird. Mit niedriger Geschwindigkeit kriechen wir aus der Wüste zurück in die Zivilisation. An der nächsten Tankstelle demontieren wir erneut das Hinterrad und versuchen, einen neuen Schlauch zu bekommen, was leider nicht gelingt.
Daher flicken wir nochmals den Schlauch und fahren nach dem mittlerweile 4. Platten wieder in die Nacht hinein. Jetzt sitze ich hier gerade an der Tankstelle in der Dämmerung. 19:23 Uhr und bisher liegt ein recht intensiver Tag hinter uns. Wir sind ja heute Vormittag so die erste, finde ich, richtige Offroad-Strecke gefahren. Also hatten da so eine echt schöne Piste durch so halbwegs ausgewachsene Wüste auch schon. Also die Strecke war noch echt gut, so ein bisschen Sandpartien mit drin, relativ viel so scharfe Steine und das ging dann über diesen Col de Belkacem. Das war auch echt super, also die Maschinen haben echt gut mitgemacht so. Das hat richtig Freude gemacht. Ja, also war schon Wüste, zwischendrin immer wieder so Oasen, das war richtig schön, also landschaftlich auch, war ein angenehmer Wind, also auch nicht zu heiß. Und dann haben wir uns immer so ein bisschen gerüstet am Mittag in irgendeiner Wüstenstadt, noch was gegessen und Vorräte aufgefüllt und getankt. Und dann sind wir mal so eine Testfahrt nachgegangen, so durch die erste richtige Wüste dann. Das war schon krass, also soweit das Auge reicht, war irgendwie nur Steine zu sehen und irgendwie eine Piste. Also eine Piste gab es eigentlich gar nicht mehr. Es waren echt nur noch so Reifenspuren und wir sind dann so dem GPS nachgefahren, also dem Track. Und das war dann schon irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also das so zu sehen, es war irgendwie fast so, ja, hat sich irgendwie so angefühlt, als ob es jetzt ernst wird. Also da war schon irgendwie krass, wenn man so weit gucken kann und da ist irgendwie kein Haus mehr zu sehen, gar nichts bis zum Horizont. Da haben wir sogar eine freilaufende Kamelherde auch gesehen. Das war irgendwie für mich so ein richtiger Höhepunkt. Also da fühlt man sich schon richtig in der Wüste angekommen, wenn man sowas sieht. Das war echt mega cool. Ja, aber den Weg, den wir da gefahren sind und auch weiterfahren wollten, der war schon echt ein bisschen krass und dann gedacht, das ist so ein bisschen blöd, jetzt so vorab schon, bevor wir überhaupt richtig in der Sahara sind, so die Maschinen so zu belasten. Deswegen haben wir gesagt, wollten wir aussteigen, dann zu so einer größeren Straße wieder zurück, also wo einfach der Belag auch besser ist, was immer noch Piste gewesen wäre. Ja, und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass an der Super Legenda, dass sie schon wieder einen Platten hat, also dass der Flicken von gestern nicht gehalten hat. Das ist jetzt dann, ich glaube, der vierte Plattfuß, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, mit was zusammengehört. Ja, und jetzt sitzen wir an der Tankstelle und gerade kommt der Matze zurück, der mit irgendeinem Kollegen in der nächsten Stadt und hat eingekauft. Und jetzt gucken wir mal, ob er ein paar Ersatzschläuche gefunden hat. Also das ist die Super Legenda aufgebockt und da kommt unser Local Fixer, der sich immer findet. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. So, jetzt ist der Tag auch rum, die Nacht bricht da rein, der Reifen ist wieder drin, den Schlauch jetzt das 3. Mal geflickt. Vom Mechanikermeister höchstpersönlich, behauptet er zumindest. Schauen wir mal, wie weit es reicht. Ich war mit Zahid, meinem neuen Freund und seinem Tuk-Tuk in der Stadt und genau haben wir jetzt hier die Stadt durchquert vor und zurück und wir mussten 2-mal tanken, weil er irgendwie immer nur für 2 Euro tankt offensichtlich. Ja. 10 Kilometer, 2 Euro, so läuft es hier. Genau, und jetzt schauen wir mal, wo wir einen Schlafplatz finden. Diese Nachtfahrten haben einen ganz eigenen Charme. Die 6-Volt-Bordelektronik der XT ist eben alt, das Licht schwach. Dass die XT hinten fährt, ist selbstverständlich. Beschämend allerdings, dass die Kennzeichenbeleuchtung der Caballero die Straße besser ausleuchtet als der Frontscheinwerfer der XT. Unser Nachtlager schlagen wir wieder einmal wild im Nirgendwo auf. In der Dunkelheit sehen wir nicht, was um uns herum ist. Lediglich der sandige Untergrund ist zu erkennen. Die Temperaturen sind trotz des in der Nacht aufkommenden Windes sehr angenehm. Und der nächste Morgen begrüßt uns verlässlich mit der aufgehenden Sonne über der Wüste. Wenige 100 Meter entfernt von der Straße Richtung Merzouga. Wie ihr seht, oder vielleicht seht, sind wir hier in der Wüste. Und wir mussten gestern bei Nacht noch einen Schlafplatz finden. Das ist immer ganz spannend, wenn man am nächsten Morgen dann aufwacht und dann erst sieht, wo man sich eigentlich befindet. Also das mit der Wüste, das haben wir schon noch gesehen, aber ihr seht jetzt hier, so weit das Auge reicht, eigentlich flach und nach hinten kommen dann so ein paar Berge. Das ist eigentlich eine richtig schöne Landschaft und hier haben wir gestern unser Lager aufgeschlagen. Weil es dann doch immer mal wieder so ein bisschen den Ohren gesummt hat, haben wir gedacht, es gibt wohl irgendwelche Mücken und dann haben wir das Mückennetz mal aufgebaut. Das wollen wir euch heute zeigen. Wir gehen hier mal rüber zu unserem Lager. Also in der Mitte haben wir unsere Plane gelegt, so wie wir das immer machen. Dann die Isomatten rein, das Motorrad rechts und links hingestellt. Beim Motorrad muss man halt so ein bisschen gucken, dass die so nah wie möglich zusammenkommen, dass man noch genug Platz hat. Ja, nicht zu weit weg ist, dass sonst das Mückennetz nicht mehr drüber geht. Dann muss man immer schauen, dass der Boden, wo das Motorrad dann auch abgestellt wird, natürlich dicht genug ist, dass dir in der Nacht nicht das Motorrad auf den Kopf fällt. Das wäre super ungeschickt. Ja, aber ansonsten, da hängen wir das Moskitonetz drüber. Das ist ja schon ein Riesenteil, was man jetzt hier sieht. Das hat sogar hier oben noch
Bändel dran, das könnte man theoretisch noch irgendwo anbinden. Aber dann muss man natürlich schauen, dass unten genug noch übrig ist, dass man das so ein bisschen umschlagen kann, auch hier um die Taschen rum, dass da nichts reinkommt. Wir haben schon festgestellt, dass es dann echt gut ist, also auch gegen so ein bisschen Krabbeltiere von außen. Jetzt in diesem Fall hat dann heute Nacht sogar noch ein recht starker Wind angefangen, wie ihr vielleicht seht oder hört. Und das war ganz gut, weil das hat dann auch noch als Windfang so fungiert, dass die Teile, die uns so weggeblasen wurden, die wurden einfach hier hinten am anderen Ende eingefangen. Aber wenn man dann so ein Lager aufgebaut hat, dann ist das einfach richtig schön, ja, zum Übernachten, dass man dann in Ruhe schlafen kann. Dann muss man den Schlafsack auch nicht zumachen, weil es ist super warm gewesen heute Nacht. Und dann muss man keine Sorge tragen, jetzt wegen Stechmücken, kann man sich einfach so hinlegen, muss den Schlafsack nicht zumachen, wie gesagt. Und das war jetzt richtig gut. Also eine super simple Lösung. Man kann sich diese ganzen Stress mit den Flugtierchen da raushalten. Ja, hat eine super angenehme Nacht und ist ja auch ein wunderbares Szenario jetzt, also mit dem Sonnenaufgang heute und ein echt angenehmer Wind. Also ja, wirklich toll, hat sich gelohnt, hier draußen einen Schlafplatz zu suchen. Gegen Mittag erreichen wir endlich Merzouga, der Treff- und Ausgangspunkt für Touristen, die in die Sahara oder zumindest ein Foto der Grande Dune de Merzouga wollen. Bei einem lokalen Motorradtourenanbieter bekommen wir nun einen neuen Schlauch, entliehen aus einer KTM 450, sowie Montageeisen und eine Luftpumpe. Nun sind wir gerüstet. Zur Einstimmung treiben wir die Einzylinder eine Weile durch den roten Wüstensand, die Dünen hoch und wieder runter, sammeln spektakuläre Aufnahmen und surfen mit den Einzylindern an Kamelen vorbei durch echte Wüste. Nicht zu sehen auf den Bildern, die Hotels und Kamelvermietung an der geteerten Straße im Hintergrund. Sehr kontrolliertes Abenteuer also. Später am Nachmittag sind wir fast allein auf unserem Weg in die Sahara. Vom Tourismus zeugen nur noch vereinzelte Herbergen im Nirgendwo. Das Abendlicht erschafft eine wundervolle Szenerie, die Temperatur ist angenehm und ohne Hast verlassen wir die letzten Meter Asphalt. Die ehemalige Dakar-Strecke scheint sonst ordentlich frequentiert zu sein. Tiefe Schlaglöcher und Wellblechbelag lassen keinen Flow aufkommen. Immer wieder weichen wir von der Hauptspur ab und fahren große Bögen auf unbefahrenem Grund. Die Geschwindigkeit variiert recht stark. Mal kommen wir mit 70 bis 80 Kilometer pro Stunde voran, durch die Sandlöcher mangels Leistung aber nur mit 20 bis 30 Kilometer pro Stunde. Aber Zeitnot haben wir sowieso nicht. Diese Strecke möchten wir genießen, dafür sind wir hier. Ob in der XT irgendwelche Erinnerungen wach werden? Wobei die Rallye Dakar zu ihrer Zeit noch gar nicht durch Marokko geführt hat. Erst in den 90er Jahren ging die Streckenführung durch diesen Teil der Sahara. Nun sind wir also zur goldenen Stunde mitten in dieser Sahara. Ein sich sanft erhebendes Dünenmeer, gespickt mit einzelnen Grassträuchern. Der Wind hat die Sanddecke gleichmäßig mit einem Wellenbild versehen, welches hier und da von Spuren einer Schlange unterbrochen wird. Zur Linken ragt am Horizont ein Gebirgszug und zur Rechten stehen uns die markant roten Dünen. Wenn man jetzt noch das Bollern der Einzylinder abstellt, hört man genau. Nichts, einfach Ruhe.
Ein herrlicher Ort zum Verweilen. Einige Kilometer hinter Usina schlagen wir unser Nachtlager auf und breiten zwischen XT und Caballero unsere Plane aus. Hier gibt es weder störende Fluginsekten noch Straßenhunde. Den Gedanken an Schlangen oder Skorpione verdrängen wir mit dem Blick auf den atemberaubenden Sternenhimmel. Diese Herberge hat 1000 Sterne. Unser Frühstücksbuffet besteht aus einem frisch gebrühten Kaffee. Den Duft in der Nase, die Sonne im Gesicht. Was für ein herrlicher Tagesbeginn. In Ramilia tanken wir beim örtlichen Gemischtwarenhändler Benzin aus 5 Liter Einwegwasserkanistern, um uns anschließend durch ein ausgetrocknetes Flussbett zu kämpfen. Zwischen Dünen surfen wir durch den Feschfesch und müssen Acht geben, dass wir nicht stranden. Jetzt fehlen uns tatsächlich ein paar PS. Wenngleich die Fantic etwas stärker um die Brust ist und die Nase vorn hat, stapft die XT mit unfassbar niedriger Drehzahl hinterher. Der 500 Kubikzentimeter Motor ist fast nicht abzuwürgen. Die Schwungmasse auf der Kurbelwelle muss aus einem Traktor stammen. Obwohl wir von diesem Streckenabschnitt gewarnt wurden, schlagen sich Großmutter und Enkelin doch gut auf den Spuren der großen Rallye. Und vielleicht mangelt es sogar noch mehr an fahrerischem Können. Mitten in der Wüste stoßen wir auf einen kleinen Flusslauf, den wir durchqueren müssen. Die Kombination aus Sand und Schlamm ist schwer einzuschätzen. Ich lande mit der Super Legenda auf der Nase. Schon eine beachtliche Leistung, sich in der Sahara nasse Füße zu holen. Vor uns liegen aber noch weitere 100 Kilometer Wüste, die uns einiges abverlangen. Der ständig wechselnde Untergrund erfordert höchste Konzentration. In einem Moment können wir den Pferden die Sporen geben, weil der Untergrund bolzenflach ist. Im nächsten müssen wir plötzlich die Geschwindigkeit drosseln und durch ein Sandnest schlingern. Einerseits muss man das Navi und die Fahrzeugspuren im Blick behalten, um nicht gänzlich vom Weg abzukommen. Andererseits müssen wir auch häufig alternative Routen suchen, da die angezeigte Strecke schon sehr ruiniert ist. So arbeiten wir uns Kilometer für Kilometer voran. Mittagspause unter einem Baum. Wasser und Corned Beef aus der Dose. Am Horizont sehen wir in der flimmernden Hitze einen Einheimischen mit wehendem Turban auf einem China-Roller vorbeifliegen. Ob man hier wirklich eine teure Rallye-Maschine braucht? Zumindest, wenn man Spaß haben will. Mit zunehmenden Kilometern wird es wirklich zäh. Die Konzentration nimmt deutlich ab und wir sehnen uns schon wieder nach Asphalt. Und das nach nur 2 Tagen. Wir sind wirklich beeindruckt, welche körperliche und geistige Hochleistung ein Rallye-Pilot aufbringen muss. Super Legenda. Um uns noch vollends zu zermürben, führen die letzten Kilometer über einen kleinen Höhenzug, der aus unangenehm schroffem Gestein besteht. Wir rumpeln und holpern über die Steine und müssen anerkennen, dass mehr Federweg und ein ordentliches Fahrwerk einen tatsächlichen Mehrwert hat. Ja, jetzt kommen wir gerade aus der Wüste. Wir haben vielleicht die letzten Pistenkilometer hinter uns, sind jetzt gerade wieder auf dem Asphalt angekommen. Und also das waren jetzt circa 140 Kilometer, die wir so in den letzten beiden Tagen, also heute und gestern, durch die Sahara gefahren sind, mit sehr unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Aber das war jetzt auf jeden Fall echt spannend und wir haben auch draußen in der Wüste übernachtet. Das war herrlich. Heute Nacht richtig angenehme Temperaturen, ganz wunderbaren Sternenhimmel und einsam, weit und breit kein Mensch. Genau, also das ist jetzt vermutlich so der anspruchsvollste Teil unserer ganzen Tour gewesen. Das wollte ich jetzt einfach noch mal kurz zeigen, hier auf der Karte, wie wir gefahren sind. Wir haben ja gestern sind wir gestartet hier in Merzouga.
Das ist so ein bisschen Touristenhochburg, kann man sagen. Da sind ganz viele, ja, so 4x4 unterwegs mit Touristen drin. Da war gestern auch noch eine Rallye hier in den Dünen. Das ist diese Grande Dune de Merzouga. Genau, also da haben wir gestern noch einen Schlauch bekommen bei so einem Motorradverleih. Der hat uns echt geholfen. Da konnten wir die Caballero noch mal flicken und dann sind wir hier runtergefahren. Hier war noch ein bisschen asphaltiert und ab hier war dann echt Piste. Also mit grobem Schotter, mit Sandwüste, mit Steinwüste sind wir hier lang gefahren und irgendwo hier haben wir dann übernachtet. Und dann war hier noch mal ein relativ anspruchsvolles Stück. Da ging es dann durch ein Flussbett durch ein ausgetrocknetes, wo auch teilweise noch Schlamm ist. Ging jetzt alles so ganz in Ordnung mit unseren Motorrädern. Ja, und dann ging es hier weiter, hier haben wir nochmal getankt und jetzt haben wir gerade um Girane oder so passiert und jetzt geht es dann nochmal bis hier zu dieser größeren Straße, da wollen wir dann wieder auf Asphalt auf jeden Fall kommen. Wir wissen jetzt nicht, wie lange noch der jetzige Asphalt hält. Das ist unser Plan und dann geht es hier weiter irgendwie durch die Berge Richtung Marrakesch und dann Richtung Meer, so ist der aktuelle Plan. Aber jetzt haben wir mal dieses große Abenteuer Sahara hinter uns und ja, freuen wir uns auch auf jeden Fall auf den Atlas, auf das Atlasgebirge, das noch auf uns wartet. Schauen wir mal, was noch kommt. Den Kaffee lieben wir kurz und knackig, so auch unsere Touren. Daher ist das Abenteuer Sahara vorerst abgehakt. Nun steht noch das Atlasgebirge auf der Liste und schließlich als finales Ziel Marrakesch. Mit dem Wüstensand lassen wir auch die Befürchtung eines erneuten Plattfußes zurück und erklimmen mit Zuversicht den Atlas. Die asphaltierte Straße führt uns in den Ausläufen des Gebirges durch imposante Schluchten, von denen wir die ein oder andere Ecke von Fotos aus Reiseberichten wiedererkennen. Das bedeutet aber auch eine Zunahme an Tourismus. Ganz schön was los hier. An fast jeder Ecke ein Hotel, Restaurant, Souvenirgeschäft und freies WLAN. Plötzlich gibt es Parkverbotsschilder oder man muss für freie Stellplätze zahlen. Unbeeindruckt vom Tourismustrubel übernachten wir in einer kleinen Seitenschlucht und staunen viel mehr, wie schnell sich doch Land und Leute ändern können. Von der Wüste haben wir es nun also in den Atlas geschafft. Hier verlieren unsere Einzylinder mit zunehmender Höhe spürbar an Leistung. Circa 10% pro 1000 Höhenmeter, was immerhin 30% und gut 9 PS bei der XT wären. Und was beim Aufstieg an Motorleistung fehlt, vermisst man bei der Abfahrt an Bremsleistung. Dennoch mühen wir uns bis auf knapp 3000 Meter, bewundern die rötlich-karge Felslandschaft und lassen die Einzylinder wieder ins Tal hinabsegeln. Gestern noch geschwitzt in der Wüste und heute frösteln wir zumindest ein bisschen. Wir sind jetzt im Atlasgebirge auf fast 3000 Meter Höhe, also so 2950, 60 rum. Das ist jetzt so der höchste Pass, glaube ich, den wir hier in der Gegend fahren können. Und ja, die Landschaft ist immer noch so wüstenartig, wie man sieht. So ganz vereinzelt findet man immer wieder so Anlagen oder Pflanzungen, wo es dann echt grün ist, auch noch auf sehr hoher Höhe, dass sie noch Bäume anpflanzen. Ja, aber ansonsten sieht alles super karg aus. Wir sehen immer mal wieder so Schafhirten, die hier Schafe und Ziegen durchtreiben. Kamele haben wir gerade, oder ein Kamel haben wir gerade noch gesehen. Ja, aber ansonsten ist es alles sehr wüst und leer. Ist natürlich mal schön zu sehen, also imposant, weil es doch eine andere Beschaffenheit so als in den Alpen. Aber die Alpen sind schon noch schön, muss man sagen. Aber genau, ja, jetzt sind wir hier mitten im Atlas und haben eine super befahrbare Straße, nagelneu. Haben eigentlich gedacht, dass es hier Schotterpiste ist. Aber gerade kommen wir echt super voran, auch überhaupt gar kein Verkehr, bis auf die Baufahrzeuge, die hier gerade noch am Rumwerkeln sind. Also gerade ist richtig fein. Wie gesagt, ein bisschen windig, ein bisschen schattiger so, aber die Höhensonne sticht sonst auch ganz gut.
Durch Wadis hindurch und vorbei an reichlich Pflanzungen. Salatgärten, Kartoffelfelder, Apfelbäume und dürre Pappeln finden sich auf teilweise über 2500 Meter. Ohne diese grünen Highlights wäre die Gegend doch wirklich trostlos. Das meist unbewachsene Schiefergestein führt die öde Landschaft der Wüste fort und bietet dem Auge nicht allzu viel Überfluss. Ganz anders erinnern wir uns da an unsere Fahrt in die Alpen. Aber die Alpen haben wir immer vor der Tür. Deshalb wollen wir noch so viel wie möglich von diesem Land aufsaugen. Und Marokko ist ja doch auch vielfältig. Wenn man sich nur mal überlegt, wie unterschiedlich der Fahrbahnbelag sein kann. Gestern noch im Schlamm in der Wüste festgesteckt, dann grobe Schotterpiste, anschließend ein frisch geteerter Bergpass und auf der Abfahrt noch als Krönung herrliche Serpentinen durch schroffe Schluchten. Vielleicht doch ein bisschen wie in den Alpen. Nach einer Woche Biwak in der Natur wird es aber mal wieder Zeit, Kleider und Fahrer etwas zu pflegen. Zum ersten Mal kehren wir in Marokko nun in ein Hotel ein. Schließlich wartet in Marrakesch unsere imaginäre Ziellinie. Dort ist in einem gewissen Sinne die Wiege der XT, denn hier erblickte sie das Licht der PR-Welt. Noch einmal müssen wir dafür den Atlas überqueren und sammeln hier letzte Eindrücke der ärmlichen Landbevölkerung. Mit jedem Meter in Richtung Stadt kommen wir nun dem westlichen Reichtum entgegen. Ein krasser Kontrast. Wenn im Gebirge noch in Lehmhütten gehaust wird, fährt man auf der Stadtautobahn G-Klasse Brabus.
Endlich am Zielort angekommen, steuern wir im unübersichtlichen Verkehr die örtliche Yamaha-Vertretung an. Bei der Gelegenheit wollen wir nach einem neuen Kupplungshebel für die XT fragen, der uns irgendwo in der Wüste gebrochen ist. Bei besagtem Händler wird unsere 42 Jahre alte XT allerdings zunächst für eine Honda gehalten, was schon etwas schmerzt. Jo, moin! Nach Sahara, Wüste und Atlasgebirge sind wir jetzt in Marrakesch-Stadt. Wir haben es also geschafft, unser Zwischenziel erreicht, mit der XT hierher zu kommen. Und ja, jetzt stehen wir aktuell vor dem örtlichen Yamaha-Händler oder Distributor. Haben gerade versucht, einen neuen Kupplungshebel für die XT zu bekommen. Der ist ja seit unserem Wüstenaufenthalten also angebrochen, funktioniert noch soweit, aber wir wollten jetzt einfach schauen, ob wir vielleicht ein Ersatzteil haben. Haben sie nicht. Ist jetzt auch nicht verwunderlich für ein Fahrzeug von 1980. Aber ja, also war jetzt ganz interessant, auch die Fahrt hierher in der Stadt so ein bisschen mit den Lokalen durch den Verkehr zu schwimmen. Wir machen uns jetzt aber gleich wieder auf den Weg. Also wir haben jetzt keine weiteren Pläne hier für diese Stadt, was wir noch angucken wollen. Wir wollen Richtung Küste weiterfahren und haben damit unser Zwischenziel hier erreicht und dann geht es direkt weiter. Schade. Weder ist hier jemand von unserem alten Eisen sonderlich beeindruckt, noch gratuliert man uns zu dem bestandenen Abenteuer. Wieder einmal haben wir vergeblich gehofft, an unserem Ziel mit wehenden Fahnen, Champagner und Lorbeeren begrüßt zu werden. Und da es folglich auch keine Siegesfeier gibt, verlassen wir Marrakesch am frühen Abend bereits wieder und begeben uns auf den Weg Richtung Küste. Über die eintönige und teilweise stark frequentierte Nationalstraße 7 erreichen wir spät in der Nacht das Meer. In der tristen Landschaft zwischen Marrakesch und Safi können wir einfach keinen guten Übernachtungsplatz finden und können nun mit dem Rauschen des Atlantiks einschlafen. Das Klima hat sich mit unserer Fahrt ans Meer deutlich verändert. Von der angenehm trockenen Luft der letzten Tage ist nichts mehr zu spüren. Unsere Schlafsäcke und Packtaschen sind von der Nacht ganz feucht, die Morgenluft schon unangenehm schwül warm. Dennoch können wir den Frühstückskaffee mit Meeresblick und dem Blöken einer Schafherde genießen.
Unsere Reise führt uns weiter entlang der Küste über Casablanca bis nach Rabat. Auch diese Orte durchstreifen wir nur per Fahrzeug und erleben das, was wir auf unseren Motorrädern wahrnehmen. Gesichter und Kleidung mögen sich vielleicht ändern. Das lebhafte Treiben eines Großstadtmarktes bleibt aber auf jedem Kontinent das Gleiche. Für einen an Ordnung gewöhnten Deutschen kann es richtig erholsam sein, wenn man quasi aus seinem Sattel heraus eine Handvoll Nüsse am Marktstand oder eine Handtasche erwerben kann. Fest definierte Fußgängerzonen scheinen hier überflüssig zu sein. Hinter Rabat wenden wir uns nun wieder dem Landesinnern zu. Den Rückweg fest im Blick, spulen wir nun Kilometer um Kilometer Richtung Fähre ab. Doch die zähen Fahrten auf Landstraße und Autobahn lassen uns spüren, dass weder Oma noch Enkelin für Langstreckenfahrten ausgelegt sind. Die Sitzbank ist schlicht, ein Windschild ist nicht vorhanden und hohe Drehzahlbereiche überlassen die Einzylinder anderen Motoren. Vor allem in der marokkanischen Spätsommerhitze. Vor uns im Tal liegt jetzt hier Fesch. Gestern Abend sind wir aus Marrakesch losgefahren oder abgefahren. Wurde dann eine Nachtfahrt Richtung Meer. So auf der Höhe von Safi sind wir rausgekommen und haben uns dann einen Schlafplatz gesucht, sind dann den heutigen Tag über die Küste hochgefahren bis nach Casablanca. Einmal durch Casablanca durchgerauscht und dann wieder ins Landesinnere. Auch wieder eine Nachtfahrt jeder nach Fesch und haben quasi vorhin eine kleine Stadttour gemacht, uns die ganzen alten Bauwerke, die sicherlich ganz berühmt sind, im Dunkeln angucken müssen, durch den Kessel durch und jetzt hier hoch in die Berge, haben einen schönen Schlafplatz gefunden. Hoffen mal, dass wir heute Nacht von einem Gewitter noch verschont bleiben. Also eigentlich ist eine echt angenehme Temperatur, aber hinter uns da blitzt es so ein bisschen in den Wolken. Ja, aber wir hören jetzt die Grillen, haben einen angenehmen warmen Wind und freuen uns auf die Nacht, dass wir uns hier erholen können. Nun bricht also der letzte Tag in Marokko an. In der Nacht sind wir vom Gewitter verschont geblieben, fahren jetzt aber unter einem verhangenen Himmel dem Fährhafen von Ceuta entgegen. Die Landschaft ist wieder etwas hügeliger, aber ansonsten unspektakulär. Die Ortschaften hinterlassen einen eher ärmlichen Eindruck. Vom Tourismus ist hier nicht viel zu sehen. Mit den letzten Kilometern müssen wir nun auch ein Fazit ziehen. Großmutter und Enkelin haben es durch die Wüste bis nach Marrakesch geschafft. Kann man also mit der Super Legenda die Rallye Paris-Dakar gewinnen? Nein, leider nicht. Aber Passanten halten inne, bestaunen das stilsichere Gefährt und es ist weniger demütigend, wenn man in der Wüste von einem Einheimischen mit Turban und Sandalen auf einem chinesischen Roller überholt wird. Wirklich vermisst haben wir das Potenzial einer hochgezüchteten Wettbewerbsrallye-Maschine auf unserer Reise nicht. Mit zunehmender Länge der Reise gewinnt allerdings die Caballero immer mehr die Zuneigung der beiden Fahrer. Nur Charme und Charakter können die Runzeln und Falten der Großmutter nicht wettmachen. Neben dem reinen Emotionsfaktor gibt es natürlich auch noch messbare Unterschiede. Die Super Legenda ist trotz 21 Zoll Vorderrad sehr handlich und macht sowohl auf der Straße als auch im Gelände eine gute Figur. Der Federweg und das Ansprechverhalten des hinteren Stoßdämpfers könnten besser sein. In schnellen und steinigen Passagen muss das Chassis viele Schläge wegstecken und gibt diese an den Fahrer weiter. Die Bodenfreiheit ist absolut geländetauglich. Die Bremsen sind souverän. Die XT500 überrascht durch ein spielerisches Handling dank des niedrigen Schwerpunktes. Im Gelände zeigt sich ein beherrschbares Verhalten, das mehr einem Trial-Motorrad als einem Crosser ähnelt. Das Fahrwerk steckt souverän selbst grobe Schläge weg. Die geringe Bodenfreiheit und die nicht mehr zeitgemäßen Bremsen sorgen für Abstriche. 8,5 Liter Tankinhalt sind bei Reisen in entlegene Regionen nervenaufreibend und fordern permanente Kalkulation. Die Super Legenda kann vieles besser, hat allerdings nicht mehr ganz die charakterstarke und ungestüme Art der XT. Die Super Legenda ist ein modernes Motorrad, das die Wurzeln und den Kern des Motorradfahrens nicht vergessen hat. Bravo!
Dann wäre da noch das Thema Leistung und das Autobahndilemma. Die Superlegenda wirkt mit 40 PS im Jahr 2023 untermotorisiert. Fährt man gegen die 27 PS der XT500, könnte man fast schon von Leistungsreserven sprechen. Die Motoren der beiden Motorräder sind völlig verschieden. Die XT hat einen Vergaser-Einzylinder der ursprünglichsten Art, Drehmoment gewaltig zwischen 2500 bis 3500 Umdrehungen pro Minute, unmotiviert bis 5000 Umdrehungen pro Minute und zäh bis in den roten Bereich bei 6500 Umdrehungen pro Minute. Der Superlegenda-Motor mit elektronischer Einspritzung hat eine lineare Leistungsentfaltung. Bei weniger als 3000 Umdrehungen pro Minute hackt der Motor unter Last, dreht dann frei recht unspektakulär bis 7500 Umdrehungen pro Minute, um dann lustlos und unter Leistungsabfall den Drehzahlbegrenzer bei knapp 9000 Umdrehungen zu erreichen. Auf Nebenstraßen und Reisen außerhalb Zentraleuropas ist diese Leistungsklasse optimal. Der Fahrer muss Schaltpunkte gewissenhaft setzen, Schwung nutzen und wird damit automatisch Teil eines rasanten Fahrerlebnisses. Auf der Autobahn fühlt man sich gestrandet. 110 km pro Stunde Reisegeschwindigkeit auf Transitetappen sind möglich. Für diesen Zweck wurden die Fahrzeuge nicht gebaut und mehr sollte ihnen an dieser Stelle nicht zugemutet werden. Auch wenn mit gutem Willen und aerodynamischer Körperhaltung durchaus bis zu 150 km pro Stunde möglich sind. Die Superlegenda übernimmt also die Fackel der XT und trägt diese selbstbewusst. Kein anderes aktuelles Motorrad verbindet Charakter und Einfachheit in diesem Maß. Ob nun XT, Superlegenda oder ein anderes Fahrzeug. Auf den Kern des Motorradfahrens zurückkommen, unnötigen Ballast loswerden, bewusst verzichten. Dies trägt bei zu einer unkomplizierten Leichtigkeit in einer komplizierten Welt. Losfahren ohne Konnektivität, korrektem Fahrmodi oder Airbag-Weste. Denn Komfort und Sicherheit lassen sich nur schwer mit Abenteuer und Mut vereinen.